Was passiert mit echter Kunst in einer Welt voller Algorithmen und künstlicher Intelligenz? Wie bleibt man kreativ, wenn Menschen plötzlich selbst Bilder erschaffen und Menschen kaum noch Zeit haben, sie wirklich zu betrachten? Heute sprechen wir mit der Künstlerin Monika Taffet, die seit ihrer Kindheit malt und alle Veränderungen der Kunstwelt miterlebt. Schön, dass Sie heute hier sind. Sie haben schon als Kind gemalt, später in Berlin an der Hochschule der Künste studiert, waren Meisterschülerin und haben in ganz Deutschland sowie auch im Ausland ausgestellt. Sogar mehrmals im Museum Ulm, wo auch ihre aktuellste Ausstellung vor circa 2 Wochen war. Was hat Sie dazu inspiriert, Künstlerin zu werden? Schon in meiner Kindheit habe ich stundenlang gezeichnet und gemalt. Und diese frühe Leidenschaft legte den Grundstein für meinen Weg als Künstlerin. Ich spürte schnell, dass ich mich durch Bilder sehr expressiv ausdrücken kann. Die Entscheidung, Künstlerin zu werden, entsprang dem inneren Bedürfnis, meine Gedanken und Gefühle kreativ zu gestalten und mit anderen zu teilen. Wie würden Sie Ihre künstlerische Stilrichtung oder Ihren Ansatz beschreiben? Ich würde meinen künstlerischen Stil als eine Mischung aus traditionellen und modernen Elementen beschreiben. In meinen Arbeiten verbinde ich gern klassische Maltechniken mit zeitgenössischen Konzepten. Dabei lege ich Wert auf einen ausdrucksstarken, emotionalen Ansatz, der sowohl das Auge als auch die Seele des Betrachters anspricht. Welche Themen oder Botschaften stehen im Mittelpunkt Ihrer Kunstwerke? Meine Kunstwerke drehen sich thematisch oft um die Beziehung des Menschen zur Natur beziehungsweise um die zauberhafte Schönheit der Natur. Mich interessiert besonders, diesen Zauber malerisch umzusetzen. Jede Arbeit trägt eine Botschaft von Harmonie und der Aufforderung, innezuhalten und tiefer zu schauen, um die Natur überwältigt zu bewundern. Welche Rolle spielt das Licht in Ihrer Malerei? Licht ist sehr, sehr wichtig, das Wichtigste eigentlich. Licht verleiht den Farben Seele und Tiefe. Ihre Malweise erinnert an Musik. Ist Musik eine Inspiration für Sie? Absolut. Ich höre beim Malen immer Musik. Was für Musik? Ganz unterschiedlich. Es hängt natürlich von meiner Stimmung ab, vom Thema ab, was ich gerade male. Aber eigentlich immer sehr, sehr emotionale Musik. Ich liebe Geige, das geht wirklich richtig ins Herz bis zu den Knochen. Also Geigenmusik ist unglaublich schön. Da hast du einen richtigen Sohn ausgesucht. Okay, in Ihren Bildern ist der Himmel oft sehr expressiv gestaltet. Warum? Der Himmel ist für mich der Ort des Unbewussten. Er verändert ständig Farbe und Form. In ihm liegt Freiheit, Weite und sehr, sehr viel Gefühl. Welche Bedeutung hat Struktur für Sie? Struktur ist die Sprache der Materie. Durch sie wird das Bild zu einem taktilen Erlebnis. Man sollte aber natürlich in den Ausstellungen die Bilder lieber nicht anfassen, das darf man nicht. Aber man kann auch ein Gefühl durch den Fingern entwickeln und das Gespür entwickeln, als ob man anfassen würde. Die Oberflächen Ihrer Werke wirken fast dreidimensional, also pastos. Ist das beabsichtigt? Ja, ich möchte, dass die Farbe eine eigene Körperlichkeit entwickelt. Das Licht soll über die Struktur tanzen. Die Oberfläche ist Teil der Aussage, nicht bloß Träger. Ihre Ölbilder sind unglaublich pastos gemalt. Warum arbeiten Sie mit so dicken Farbschichten? Ich liebe die physische Präsenz der Farbe. Sie wird für mich zu einer eigenen Welt. Die Dicke der Schicht erzeugt Tiefe
und Lichtbrechungen, die ein lebendiges Eigenleben entwickeln. Die Spuren des Spachtels bleiben sichtbar und machen den Malprozess selbst zum Thema. Sie arbeiten mit Spachteln statt Pinseln. Was bedeutet Ihnen dieses Werkzeug? Der Spachtel zwingt mich zu großen, entschiedenen Bewegungen. Dadurch entsteht eine Energie, die ein Pinsel kaum vermitteln könnte. Welche Rolle spielt die Farbe in Ihren Werken? Farbe ist für mich Gefühl, Klang und Atmosphäre zugleich. Sie ist nie bloß Mittel, sondern eigentlicher Inhalt. Jede Farbfläche trägt ihre eigene emotionale Spannung in sich. Viele Ihrer Bilder zeigen Landschaften. Warum dieses Motiv? In der Landschaft finde ich Freiheit und Bewegung. Die Natur wird dabei nicht abgebildet, sondern empfunden. Ihre Farben scheinen manchmal fast zu explodieren. Wie entsteht diese Intensität? Ich trage die Farbe in mehreren Schichten auf und lasse sie bewusst ineinander laufen. So entstehen Kontraste, die vibrieren. Das Bild lebt von diesem Spannungsfeld zwischen Kontrolle und kontrolliertem Zufall. In Ihren Bildern scheint immer Bewegung zu sein. Wellen, Wolken, Wind. Wie erreichen Sie das? Ich setze Diagonalen und Richtungsflüsse ein, die das Auge führen. Gleichzeitig lasse ich die pastose Farbe handgeführt sozusagen fließen, so dass sie selbst Bewegung erzeugt. So bleibt das Bild immer lebendig. Können Sie eine Erfahrung aus Ihrem Leben nennen, die Ihre Kunst maßgeblich beeinflusst hat? Als Kind und Jugendliche habe ich meine Sommerferien wochenlang in den Karpaten verbracht. Diese Begegnungen mit der wilden, unberührten Natur haben meinen künstlerischen Ansatz nachhaltig beeinflusst, indem sie mich gelehrt haben, mehr Tiefgang und Spiritualität in meine Werke einfließen zu lassen, die auch meinem Stillleben als Grundlage dienen. Wie hat Ihre Ausbildung oder Ihr Werdegang Sie als Künstlerin geprägt? Meine formale Kunstausbildung hat mir ein solides handwerkliches Fundament und ein tiefes Verständnis der Kunstgeschichte vermittelt. Gleichzeitig haben Stationen meines Werdegangs wie internationale Studienaufenthalte und Ausstellungen meinen Horizont erweitert und mir verschiedene Perspektiven aufgezeigt. Jede Etappe meines Lebenslaufs, von der Kunstakademie bis zu den eigenen Ausstellungen, hat meinen Stil und meine Herangehensweise bereichert. Welche Künstler oder Kunstrichtungen haben Sie beeinflusst? Mich haben im Laufe der Zeit sowohl traditionelle Kunstrichtungen als auch einzelne Künstlerpersönlichkeiten beeinflusst. Ich bewundere zum Beispiel die zeitlose Ästhetik der französischen Impressionisten und Künstler wie zum Beispiel Vincent van Gogh haben mich mit deren expressiven Umgang mit Farbe und Emotionen ebenfalls nachhaltig geprägt. Diese Kunstrichtungen haben tiefe Spuren in meiner Arbeit hinterlassen, da sie zeigen, wie vielfältig und gefühlsstark künstlerische Ausdrucksformen sein können. Was war bisher die größte Herausforderung in Ihrer künstlerischen Laufbahn? Für mich bestand die bisher größte Herausforderung darin, meine eigene künstlerische Stimme zu finden und ihr treu zu bleiben. Durch Ausdauer und Vertrauen in meine Vision habe ich es geschafft, authentisch meinen Weg zu gehen und einen ausdrucksstarken Stil zu entwickeln, die meine künstlerische Auffassung wiedergibt. Worauf sind Sie in Ihrer bisherigen Karriere am meisten stolz? Ich bin besonders stolz darauf, dass ich mit meiner Kunst Menschen
aus unterschiedlichen Kulturen berühren kann. Ein Höhepunkt war zum Beispiel meine erste internationale Ausstellung, in der ich gesehen habe, wie meine Werke Betrachter unabhängig von deren Herkunft emotional ansprechen. Insgesamt macht es mich glücklich und stolz, meiner Leidenschaft folgen und dabei andere inspirieren zu dürfen. Wie hat sich Ihre Kunst im Laufe der Zeit entwickelt? Anfangs lagen meine Arbeiten stärker in der traditionellen Malerei, aber mit wachsender Erfahrung wurde ich noch experimentierfreudiger und habe neue Techniken und Medien integriert. Heute ist mein Stil reifer, da jede Schaffensphase und jeder Einfluss Facetten hinzugefügt hat. Was motiviert Sie, immer wieder neue Kunstwerke zu schaffen? Mich motiviert die ständige Neugier und das innere Bedürfnis, Ideen in eine visuelle Form zu übersetzen. Außerdem spornt mich der Gedanke an, dass ich mit jedem Werk etwas Neues schaffen und andere Menschen zum Nachdenken oder zum Fühlen anregen kann. Welche Unterschiede sehen Sie zwischen Kunst in der östlichen und in der westlichen Welt? Man kann nicht so pauschalisieren, was östliche und westliche Kunst betrifft. Man sollte auch nie im Leben pauschalisieren. Westliche Kunst betont meistens individuelle Kreativität und natürlich auch in den östlichen Ländern gibt es viel Kunst, viel Malerei, wo die Persönlichkeit des Künstlers sehr wichtig ist und im Vordergrund steht. Auf welche Weise haben westliche Kunsttraditionen Ihre Arbeit geprägt? Die westliche Kunsttradition hat mir die Freiheit zur Innovation gegeben. Durch sie habe ich den Mut entwickelt, mit Konventionen zu brechen und meinen eigenen Stil zu finden. Besonders der westliche Fokus auf individuelle Ausdruckskraft und kontinuierliche Erneuerung hat meine Arbeit dynamischer und vielschichtiger gemacht. Was bedeutet bildende Kunst für Sie persönlich? Für mich ist bildende Kunst eine Sprache der Seele und ein Grundbedürfnis. Sie bedeutet Freiheit des Ausdrucks und die Möglichkeit, Dinge auszudrücken, für das es keine Worte gibt. Kunst ist mein Weg, mich mit anderen Menschen zu verbinden und gleichzeitig mich selbst immer wieder neu zu entdecken. Ihre Landschaften wirken emotionaler als realistisch. Was bedeutet Ihnen Realismus? Realismus interessiert mich nur als Ausgangspunkt. Ich male nicht, was ich sehe, sondern was ich empfinde. Die Natur ist für mich ein Spiegel innerer Zustände. Wie entscheiden Sie, wann ein Bild fertig ist? Ein Bild ist fertig, wenn es atmet, wenn keine Stelle mehr nach Veränderung ruft. Das spüre ich ganz intuitiv. Sie malen Brücken, Flüsse, Städte, Orte der Verbindung. Hat das eine symbolische Bedeutung? Ja, sehr stark. Brücken stehen für Übergänge, Begegnungen und Aufbruch. Ich sehe sie als Metaphern für das Menschliche in der Landschaft. Ihre Werke scheinen auch Erinnerungen zu tragen. Stimmt das? Ja, sie sind mit Orten und Momenten meines Lebens verbunden. Dadurch entsteht auch etwas sehr Persönliches in meinen Bildern. Was passiert emotional während des Malens? Ich vergesse alles um mich herum, außer mein Sohn. Ich bin ganz im Moment, ganz in der Bewegung. Es ist wie Meditation und Sturm zugleich. Gibt es eine Botschaft in Ihren Bildern? Ja, natürlich. Ich möchte zeigen, wie schön und verletzlich die Welt ist, die Natur ist. Meine Bilder sind Liebeserklärungen an die Natur und an das Leben. Sie erinnern daran,
dass alles im Wandel ist. Leider manchmal nicht in die richtige Richtung. Wie reagieren Sie, wenn Betrachter in Ihren Werken etwas ganz anderes sehen als Sie? Moment. Pause. Ich freue mich darüber. Kunst soll frei bleiben. Sie gehört nach dem Entstehen nicht mehr nur mir. Jeder sieht in seinem eigenen Herzen etwas anderes in den Bildern, in der ganzen Welt. Also in den Ausstellungen sollte sich jeder frei fühlen. Also die ganze Welt kann man so interpretieren, wie man möchte. Gibt es ein Werk, das Ihnen besonders nahe steht? Sie meinen, was ich gemalt habe? Ja. Ja. Oft ist es das jüngste Werk, weil es das frischeste Gefühl trägt. Aber jedes Bild ist ein Teil von mir. Sie sind wie Tagebucheinträge in Farbe. Was bedeutet Ihnen Kunst ganz allgemein? Kunst ist mein Weg, die Welt zu verstehen. Sie gibt mir Sprache, wenn Worte nicht reichen. Also eigentlich Bilder sagen viel, viel mehr als jedes Buch oder jeder Satz. Ohne sie wäre alles nur Oberfläche. Und außerdem, es ist wunderschön bei den Bildern, dass man mit einem Blick alles erfassen kann. Um ein Buch zu verstehen, man muss ganz viele Stunden damit verbringen, dieses Buch zu lesen, aber die Bilder beeindrucken schon beim ersten Blick. Bevorzugen Sie traditionelle Galerieausstellungen oder moderne Plattformen wie Online-Galerien und warum? Ich schätze sowohl traditionelle Galerieausstellungen als auch moderne Online-Plattformen, denn beide haben natürlich ihre Vorzüge. Die klassische Galerie bietet ein physisches Erlebnis. Man kann die Kunst unmittelbar erleben, die Atmosphäre spüren und direkt mit dem Publikum interagieren, was natürlich auch sehr wichtig ist für sehr viele Ausstellungsbesucher. Es ist auch eine Plattform, wo man soziale Kontakte knüpfen kann, sich unterhalten kann, was besonders heute in der digitalen Welt sehr, sehr wichtig ist, weil es immer seltener vorkommt, dass man Leute trifft, mit denen man sich gerne unterhält. Und wenn man Galerien besucht, klar, dass man dort Leute trifft, die auch sehr an Kunst interessiert sind, also gleiche Interessen haben. Man kann sich sehr gut austauschen. Online-Galerien und soziale Medien hingegen ermöglichen es, ein globales Publikum zu erreichen und niedrigschwellige Zugänge zur Kunst zu schaffen. Idealerweise ergänzen sich diese Wege, anstatt in Konkurrenz zueinander zu stehen. Wie betrachten Sie den Kunstmarkt und die geschäftliche Seite der Kunstwelt? Der Kunstmarkt und die geschäftliche Seite der Kunstwelt sind komplex und manchmal sehr herausfordernd, gehören aber dazu. Als Künstlerin musste ich lernen, einerseits meine kreative Integrität zu bewahren und andererseits meine Arbeit auch wirtschaftlich zu betrachten, zum Beispiel Preise zu kalkulieren oder Verträge zu verstehen. Ich sehe den Markt als Mittel zum Zweck. Er kann ermöglichen, dass Kunst geschaffen und verbreitet wird, aber man sollte sich als Künstlerin nicht allein durch Trends oder Verkaufszahlen leiten lassen. Haben soziale Medien oder Online-Plattformen Ihre Reichweite als Künstlerin verändert? Ja, natürlich. Soziale Medien und Online-Plattformen haben meine Reichweite deutlich verändert, erweitert. Heutzutage schauen meine Kunst monatlich mehrere Zehntausende Leute an auf unterschiedlichsten Kontinenten. Früher war man als Künstler stärker auf Galerien und lokale Netzwerke angewiesen. Heute kann ich meine Werke mit einem Klick einem globalen Publikum zeigen, über Instagram, Online-Portfolios oder digitale Ausstellungen habe ich so Menschen erreicht, die sonst nie von meiner Kunst erfahren hätten.
Und der direkte Austausch mit einem weltweiten Publikum ist eine sehr große Bereicherung, weil man bekommt auch sehr viel Feedback und sehr positives Feedback. Ich habe zum Glück nie erfahren, dass mir unangenehme Kommentare zugeschickt worden sind. Und ich freue mich immer sehr, wenn Menschen sich die Zeit nehmen, einen schönen, aufbauenden, konstruktiven Kommentar mir zu senden. Das ist vielleicht ein richtiger Zeitpunkt, auf deine Website und auf deinen Instagram-Kanal zu verweisen. Hier seht ihr im Bild QR-Codes eingeblendet. Die könnt ihr scannen, kommt ihr zu ihrem Instagram-Account von Monika Taffet und zu ihrer Webseite. Und die Links sind natürlich auch in der Videobeschreibung. Welche Unterschiede haben Sie in der Kunstausbildung zwischen der östlichen und der westlichen Welt beobachtet? In der Tat gibt es Unterschiede in der Kunstausbildung zwischen Ost und West. Unter Ost meine ich das ehemalige Ostblock, die ehemalige Ostblockländer. Während im Westen oft der individuelle Ausdruck und konzeptionelles Denken früh gefördert werden, legen traditionelle östliche Ausbildungssysteme häufig starken Wert auf das Erlernen von Techniken durch das Nachahmen der Meister sowie auf Disziplin und sehr viel Handwerk. Beide Ansätze haben Vorzüge. Die westliche Ausbildung ermutigt zur Originalität, während die östliche eine tiefe technische Meisterschaft und sehr viel Geduld vermittelt. Wie wichtig ist eine formale Ausbildung für Künstler heutzutage? Eine formale Ausbildung ist sicherlich hilfreich, aber nicht der einzige Weg zum Künstlersein. Sie bietet ein Fundament an Techniken und kritischem Wissen, das natürlich sehr wertvoll sein kann. Gleichzeitig sehe ich, dass viele Künstler auch autodidaktisch erfolgreich sind. Letztendlich zählt die Leidenschaft, der kontinuierliche Lernprozess lebenslang und die eigene Stimme, die man auf jeden Fall, wenn man Künstler sein möchte, entwickeln sollte. Welche Fähigkeiten oder Erkenntnisse aus Ihrer Ausbildung waren für Ihre Karriere besonders wichtig? Besonders wertvoll aus meiner Ausbildung waren zum einen die solide technische Grundlage und zum anderen die Fähigkeit, kritisch über Kunst nachzudenken. Durch das Studium habe ich gelernt, meine Arbeiten zu analysieren und konstruktives Feedback, was manchmal gar nicht so einfach ist, anzunehmen, was für die Weiterentwicklung entscheidend ist. Außerdem habe ich in der Ausbildungszeit ein Netzwerk und ein Verständnis dafür aufgebaut, wie die Kunstwelt funktioniert, was beim Einstieg in die Karriere sehr viel geholfen hat. Wie haben Sie den Übergang von der Kunststudentin zur professionellen Künstlerin gemeistert? Der Übergang von der Kunststudentin zur professionellen Künstlerin war ein spannender, aber auch sehr herausfordernder Prozess. Ich habe zunächst an kleinen Ausstellungen und Projekten teilgenommen, um die Erfahrungen zu sammeln und sichtbar zu werden. Durch diese Schritt-für-Schritt-Erfahrungen, viel Eigeninitiative und das Knüpfen von Kontakten konnte ich mich dann allmählich etablieren. Das heißt, ich muss mich jetzt oft gar nicht mehr um Ausstellungen selber kümmern, sondern ich bekomme Anfragen. Auf welche Weise bilden Sie sich künstlerisch weiter, nachdem Ihre offizielle Ausbildung abgeschlossen ist? Auch nach Abschluss meiner offiziellen Ausbildung lerne ich ständig weiter. Ich besuche natürlich Ausstellungen und Museen und tausche mich sehr, sehr gerne mit anderen Künstlern aus, um meinen Horizont zu erweitern. Zudem lese ich viel über Kunst und Kultur und reise,
um Inspiration und neue Perspektiven zu gewinnen. Welche Rolle haben Galerien in Ihrer Laufbahn gespielt? Galerien haben in meiner Laufbahn eine sehr wichtige Rolle als Plattform gespielt, um meine Kunst einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Durch die Zusammenarbeit mit Galerien konnte ich professionelle Ausstellungen realisieren und sehr wertvolle Kontakte für die Zukunft knüpfen. Wie haben Sie Ihre Kunst in Galerien oder Ausstellungen untergebracht? Zu Beginn war es eine Mischung aus Eigeninitiative und Gelegenheiten. Ich habe mich aktiv beworben, Portfolios an Galerien geschickt und an offenen Ausschreibungen teilgenommen. Meine ersten Ausstellungen ergaben sich dann oft durch den Kontakt zu Kuratoren oder Empfehlungen von Professoren und Kollegen. Wichtig war, zur richtigen Zeit am richtigen Ort präsentiert zu sein. Es ist natürlich nicht egal, wo man ausstellt und mit welchen anderen Künstlern man ausstellt, um ein überzeugendes Portfolio vorweisen zu können. So ergaben sich nach und nach Ausstellungsgelegenheiten. Wie ist Ihre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Galeristen und Kuratoren? Meine Erfahrungen mit Galeristen und Kuratoren waren überwiegend positiv. In der Regel entsteht ein partnerschaftlicher Dialog. Natürlich gibt es manchmal unterschiedliche Ansichten, aber bislang haben offene Kommunikation und gegenseitiger Respekt immer zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit geführt. Welche Rolle spielt Kunst Ihrer Meinung nach in der Gesellschaft? Kunst spielt in der Gesellschaft eine unverzichtbare Rolle als Spiegel und als Motor für Veränderungen. Sie regt zum Nachdenken an, verbindet Menschen über kulturelle Grenzen hinweg und kann Empathie wecken. Außerdem bewahrt und reflektiert Kunst unsere Geschichte und Identität und inspiriert uns, neue Wege zu gehen. Woher schöpfen Sie Inspiration für Ihre Werke? Meine Inspiration ziehe ich aus vielen Quellen des Alltags. Oft sind es Beobachtungen in der Natur, Begegnungen mit Menschen oder auch Literatur und Musik, die neue Ideen in mir wecken. Selbst das Reisen und Eintauchen in fremde Kulturen füllt meinen inneren Skizzenblock mit Eindrücken, die später in meine Bilder einfließen. Glauben Sie, dass Kunst eine universelle Sprache sein kann, die Kulturen verbindet? Ja, ein Bild oder ein Kunstwerk kann Menschen berühren, selbst wenn sie unterschiedliche Sprachen sprechen oder aus verschiedenen Kulturen kommen. Kunst übersetzt Gefühle und Ideen in Formen und Farben, die intuitiv verstanden werden können und somit Brücken zwischen den Menschen bauen. Woran messen Sie den Erfolg als Künstlerin? Für mich lässt sich Erfolg als Künstlerin nicht nur an Zahlen oder an Verkaufsrekorden messen. Entscheidend ist, ob ich mit meiner Arbeit Menschen erreiche und berühre und ob ich selbst mit dem, was ich geschaffen habe, im Reinen bin. Wenn jemand durch meine Kunst zum Nachdenken angeregt wird oder sich emotional verbunden fühlt, empfinde ich das als den größten Erfolg. Was möchten Sie mit Ihrer Kunst bei den Betrachtern auslösen oder bewirken? Meine Werke sollen zum Innehalten einladen, vielleicht einen neuen Blickwinkel eröffnen, sei es auf sich selbst oder auf ein Thema, das ich darstelle. Wenn ein Betrachter sich durch meine Kunst berührt fühlt oder ins Nachdenken gerät, habe ich mein Ziel erreicht. Was unterscheidet Ihrer Ansicht nach einen guten Künstler oder ein gutes Kunstwerk? Ein guter Künstler zeichnet sich meiner Ansicht nach durch Authentizität, Leidenschaft und einen eigenen Blick auf die Welt aus. Ein gutes Kunstwerk berührt den Betrachter, regt zum Denken oder Fühlen an
und behält eine gewisse Zeitlosigkeit. Wichtig ist auch, dass hinter dem Werk eine klare Intention oder ehrliche Emotion steht, die spürbar wird. Was bereitet Ihnen am Schaffen von Kunst die größte Freude? Am meisten Freude bereitet mir der Prozess des Schaffens selbst. Dieses Eintauchen in die Arbeit, bei dem ich Raum und Zeit vergesse. Es ist ein wunderbares Gefühl, wenn eine Idee langsam Form annimmt und schließlich auf der Leinwand sichtbar wird. Außerdem erfüllt es mich mit Glück, wenn ich sehe, dass ein fertiges Werk andere Menschen berührt und inspiriert. Wie sollte sich die Kunstausbildung im Zeitalter von KI und Digitalisierung verändern? Ich denke, dass die Kunstausbildung im digitalen Zeitalter offener und interdisziplinärer werden sollte. Neue Technologien wie KI und digitale Medien sollten im Lehrplan berücksichtigt werden, damit Künstler lernen, damit umzugehen und sie kreativ einzusetzen. Gleichzeitig darf aber die Vermittlung von klassischen Grundlagen und der Entwicklung einer eigenen künstlerischen Stimme nicht vernachlässigt werden. Die Herausforderung besteht darin, Tradition und Innovation sinnvoll zu verbinden. Welchen Rat würden Sie jungen Menschen geben, die Künstler werden wollen? Jungen Menschen, die Künstler werden wollen, würde ich raten, neugierig zu bleiben und nie aufhören zu experimentieren. Sie sollten sich nicht von Rückschlägen entmutigen lassen. Jeder Fehler ist eine Chance, daraus zu lernen, und an ihren Erfahrungen können sie wachsen. Und vor allem, sie sollten authentisch bleiben und ihre eigene Stimme finden, statt nur Trends zu folgen. Denn die eigene Leidenschaft und Überzeugung tragen einen am weitesten. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir so ein langes Interview durchzuführen und auch die Zeit genommen hast, diese schönen Locations hier in meine Umgebung aufzusuchen und alles aufzubauen beim Wind und fast Sturm. Die Technik ist mehrmals hingeflogen. Wir mussten die Technik, die Stative mit Jacken Und Taschen und alles hier verbarrikadieren vom Wind. genau abstützen. Deswegen habe ich auch keine Jacke an. Lieber friere ich für das Interview. Ja, also wir haben zum Glück schönes Wetter gehabt. Wir haben auf das Wetter auch ein paar Tage warten müssen. Und am Morgen ist wieder nicht mehr so schön. Wir haben das an 2 Tagen gedreht in diesen wunderschönen Herbstlandschaft in Schwielowsee. Also freut euch auf die nächsten Interviews der Konstantin Taffy Talkshow. Außerdem spornt mich. Meine Damen und Herren, Sie sehen die Outtakes. Außerdem Wie reagieren Sie, wenn Betrachter in Ihren Werken etwas ganz anderes sehen als Sie? Welche Rolle spielt Kunst? hat meine Arbeit dynamischer Vielen Dank an Monika Taffet für das Gespräch. Wenn ihr mehr über ihre Malerei und Ausstellungen erfahren möchtet, dann schaut mal auf ihrer Webseite vorbei und auf ihrem Instagram-Account bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Scannt dafür einfach die 2 QR-Codes hier im Bild oder ihr findet die 2 Links auch in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr konntet aus diesem Gespräch etwas mitnehmen. Und nicht vergessen, Fragen verändern. Folgt mir gerne auf Instagram, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Hier rechts im Bild findet ihr 2 weitere Videos. Bis zum nächsten Mal bei der Konstantin Taffy Talkshow. Under the lights we are transcending.